Hallo, heute zeige ich euch einen Make-up-Look und zwar diesen hier. Und außerdem besteht der Look nur aus Produkten aus dem Drogeriesegment. Und da ja bald der Valentinstag vor der Tür steht, habe ich mich von diesem Feiertag so ein bisschen inspirieren lassen. Vor allem aber von dem ganzen Farbschema, also besonders die Rottöne, Rosatöne, Beerentöne im Allgemeinen. Und die wichtigsten Elemente in meinem Make-up-Look sind eben diese Beerentöne, die so stellvertretend für den Valentinstag stehen. Und gerade die Lidschattenfarbe ist irgendwie besonders, weil normalerweise schreckt man ja vor so rötlichen Lidschattenfarben zurück, weil die doch manchmal eher kränklich als schön aussehen können. Aber heute zeige ich euch, wie man das doch ganz einfach realisieren kann. Und der Look ist relativ alltagstauglich. Den kann man aber auch gerne zu einem Valentinstagsdate schminken. Und ja, dann legen wir mal los. Und zwar beginne ich mit einem Lippenpflegeprodukt, weil die Lippen ja eine ganz wichtige Rolle beim Valentinstag spielen könnten. Und dazu benutze ich von Burt's Bees diesen Lippenbalsam aus Bienenwachs, Kokosöl und ein bisschen Pfefferminze. Also der Lippenbalsam riecht auch sehr frisch, was auch sehr praktisch ist. Und weiter geht's mit der Grundierung und dazu benutze ich von Max Factor die CC Color Correcting Cream in der Farbe 60 Medium. Und das ist eine Foundation, bei der die Haut irgendwie den eigenen Glow behält, da sie nicht super mattiert wird. Und dadurch wirkt das ganze Hautbild einfach nochmal viel natürlicher, aber perfektionierter und gar nicht so doll geschminkt, was ja gerade ganz gut ist, dass man beim Valentinstag einfach nicht so überschminkt oder zugekleistert aussieht. Die Foundation verteile ich am liebsten mit dem Beauty Blender, weil ich finde, dass das nochmal das natürlichste Ergebnis erzielt. Der nächste Schritt ist Concealer und dazu benutze ich von Maybelline der Löscher Auge. Das ist dieser Concealer mit dem Schwämmchen-Applikator hier oben. Und diesen Concealer finde ich echt gut, weil der sehr cremig ist, also er lässt sich sehr gut verteilen, gerade im Augenbereich. Ist sehr angenehm auf der Haut dadurch, hat dabei aber eine recht gute Haltbarkeit. Und ich habe den in der Farbe Light. Und das ist perfekt, um leichte Augenschatten abzudecken oder auch Unreinheiten, die über im Gesicht verteilt sind. Dann fülle ich als nächstes meine Augenbrauen auf und da habe ich von Catrice so ein Augenbrauenset, das aus zwei verschiedenen Nuancen besteht, die in der Pfanne relativ grau aussehen, aber ich finde, die Farbe passt dann aufgetragen doch ganz gut, gerade wenn man eher einen dunkleren Haartyp ist wie ich. Und das Puder gebe ich einfach mit einem leicht abgestrickten Pinsel über meine Augenbrauen, fülle das so auf, wie ich sie einfach gerne hätte. Bei mir sind die relativ gerade, mit so einem leichten Knick am Ende, relativ aufgefüllt. Und vielleicht sieht das Gesamtbild jetzt so ein bisschen augenbrauenlastig aus, aber das kommt einfach daher, weil wir noch nicht die Augen geschminkt haben und dadurch die Augenbrauen einfach super betont sind. Ja, im nächsten Schritt kommen wir dann zum Augen-Make-up und da beginne ich direkt mit der roten Lidschattenfarbe. Das ist ein Creme-Lidschatten aus der Maybelline Color Tattoo 24-Stunden-Reihe und zwar in der Farbe 70 Metallic Pomegranate. Und das ist ein sehr bäriger Ton, der leicht goldene Schimmerpartikel beinhaltet. Und die Farbe gebe ich ganz einfach mit meinem Finger auf das gesamte bewegliche Lid auf. Das lässt sich relativ gut verteilen. Und dann gehe ich mit einem fluffigen Pinsel drüber und verblende die Kanten. Und dann ist man eigentlich so gut wie fertig mit der Farbe. Ich gehe im Anschluss mit dem Pinsel nochmal direkt in die Farbe rein und gebe in den äußeren Augenwinkeln nochmal extra Farbe rauf, um den ganzen Look nochmal ein bisschen intensiver zu machen. Dann folgt auch schon der zweite Lidschatten und dazu benutze ich diesen wunderschönen goldenen metallischen Lidschatten. Und zwar ist das von Catrice der Liquid Metal Eyeshadow in der Farbe We Are The Champagnes. Das ist ja wie gesagt so ein sehr goldener, champagnerfarbener Ton, der so schön metallisch glänzt. Und diese hat noch so grobe Glitzerpartikel. Und diese Lidschattenfarbe gebe ich dann in den inneren Augenwinkeln, so als Inner Corner Highlighter sozusagen. Ich finde, das öffnet das Auge nochmal schön und macht den Look irgendwie erst komplett und gibt halt einfach so einen schönen Effekt einfach insgesamt. Und dann kommt der Mascara und da benutze ich von L'Oreal den Mega Volume Collagen Waterproof Mascara. Hier ist die Bürste relativ fett und mit natürlichen Bürstchen und die fächert die Wimpern ganz gut auf. Ich finde, die könnte noch so einen Ticken mehr Volumen bringen, dafür, dass sie Mega Volume heißt. Ich mag aber, dass der Wimpernansatz sehr, sehr dicht aussieht und die Wimpern dann zu den Spitzen hin wieder ein bisschen dünner verlaufen, sodass sie natürlicher aussehen. Im nächsten Schritt benutze ich einen Eyeliner, aber den benutze ich jetzt nicht, um mir einen Cat Eye Eyeliner Lidstrich zu ziehen, sondern benutze den auf der Wasserlinie und zwar auf der oberen Wasserlinie, weil das die Wimpern einfach nochmal viel voller erscheinen lässt. Und ich benutze von Max Factor den Access Intensity Longwear Eyeliner. Dieser Schritt ist jetzt optisch nicht ganz ansprechend zu zeigen. Es sieht immer so ein bisschen skurril aus, aber der Auftrag geht dann mit ein bisschen Übung ganz leicht von der Hand. Ich finde, es kitzelt so ein bisschen am Wimpernansatz, aber sonst ist es einfach, als würde man auch Kajal auf der unteren Wasserlinie auftragen. Als nächstes benutze ich ein Bräunungspuder, einfach um mein Gesicht nochmal ein bisschen aufzuwärmen, damit es neben den ganzen rötlichen Farben nicht ganz so blass aussieht. Und dazu benutze ich von Essence das Sun Club Matte Bronzing Powder.
Powder in der Farbe Brunette. Das ist die etwas dunklere Farbe von den 2 hellen Nuancen. Und das trage ich ganz einfach auf den Wangen auf und auch ein bisschen auf den Schläfen und am Halsbereich. Und dadurch wirkt mein Hautbild einfach ein bisschen aufgewärmter. Weiter geht es mit mehr Farbe auf den Wangen und dazu benutze ich einen Rouge von Catrice. Das ist der Defining Blush in der Farbe Think Pink. Und wie der Name sagt, es ist ein ziemliches Pink. Und ich finde, der kommt auf meine Wangen noch ein bisschen bäriger raus und passt dadurch ganz gut zum Augen-Make-up. Da ich eher zu öliger Haut neige, pudere ich noch meine T-Zone ab und dazu benutze ich ein Puder von Catrice. Das ist das Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof. Ich habe es in der Farbe 010 Translucent und das ist ein farbloses Puder und das passt dadurch zu allen Hauttönen und das mattiert einfach die T-Zone nochmal ganz gut ab und lässt auch die Poren weniger sichtbar erscheinen. Dann fehlt eigentlich nur noch ein Schritt und zwar die Lippenfarbe und dazu benutze ich ebenfalls ein Produkt von Catrice und zwar den Pure Shine Color Lip Balm in der Farbe My Cherry Berry. Ja, wie der Name sagt, wieder ein Beerenton und dadurch optimal passend zu unserer Lidschatten und auch Rougefarbe. Und ich finde diese Lippenstifte echt gut, also zum einen ist der Geruch sehr angenehm und sie geben die Farbe einfach sehr schön an die Lippen ab und fühlen sich super gut auf den Lippen an. Also es ist sehr cremig, überhaupt nicht klebrig oder so und einfach, ja, ist ein schönes Gefühl auf den Lippen. Und damit ist der Valentinstag-Look auch schon fertig. Also wie gesagt, es ist ein relativ unkomplizierter Look, der sehr besonders aussieht und ein echter Hingucker ist. Und wenn ihr den Look mal nachschminken wollt oder selbst zum Valentinstag tragen möchtet, ich habe euch alle Produkte, die ich verwendet habe, in der Infobox verlinkt. Und dann war es das jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen frohen Valentinstag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!